Grenzübergang mit Ausblick, würde ich mal sagen. Wo? Herzlich willkommen in Montenegro. Wir sind gerade von Kroatien nach Montenegro eingereist. Wieder natürlich eine sehr entspannte Grenze. In Montenegro bleiben wir eine Nacht. Ist auch nur ein relativ schmaler Streifen an der Küste hier. Aber wir bleiben eine Nacht, weil es schon spät. Wir haben uns einen schönen Campingspot rausgesucht. Und dann geht es morgen weiter. Erstmal nach Albanien und dann irgendwann auch nach Griechenland. Ich bin gespannt, wie es hier aussieht. Wir halten auch für Schildkröten an. Das ist ein Autoschlüssel. Tina, was sagst du dazu? Gut. Gut. Hallo, wir sind gerade in Albanien.
am Strand. Wir sind heute gefahren von Montenegro. Vorgestern waren wir in Kroatien. Ja. Gestern Nacht in Montenegro und heute sind wir dann nach Albanien gefahren. Und zwar erst in die Hauptstadt Tirana, da war es uns mega viel zu voll. Schön, bestimmt. Müssen wir noch mal irgendwann in Ruhe hin. Aber dann sind wir jetzt hier gerade 45 Minuten rausgefahren an den Strand. Nicht nur, weil hier Strand ist und Meer und Wind, es ist endlich ein bisschen kühler, sondern weil, ich versuche mal dahin zu filmen, da unser Auto steht. Da konnte man ihn vielleicht sehen. Freedom Campen in Albanien ist erlaubt. Das ist gut. Deswegen können wir da heute Nacht stehen und machen das. Tschüss. Da ist noch eine Ziege. Mäh. Moin und hallo von unserem ersten Stop in Griechenland. Wir sind vor einer Stunde etwa über die Grenze gefahren und sind jetzt hier im hohen Norden, weil es hier eine Schlucht gibt, eine riesige Schlucht. Eine Schlucht, die im Guinness-Buch der Rekorde steht als tiefste Schlucht der Welt. Da streiten sich irgendwie ein bisschen die Geister, weil das irgendwie ein tiefe, breite Relationsthema ist. Aber wir stehen jetzt hier an einem Viewpoint und können sagen, tief ist sie auf jeden Fall. Es fehlt so ein bisschen an Relation. Relationspunkt. Man weiß nicht so richtig, wie groß was ist. In jedem Fall bin ich größer als Tina. Ja. So, super. Hast du mich angeleckt? Ja. Okay.
So sieht das übrigens aus, wenn wir Wasser auffüllen müssen. Das war ein Eimer, 11 weitere folgen. Wir tanken Flusswasser. Wird schon gut sein. Jetzt müssen wir doch Maut bezahlen. Eigentlich haben wir das bei Google eingegeben und die 3.500 Kilometer hat es auch gut geklappt. Aber hier nicht. $1,95 für 18 Kilometer sind wir jetzt gerade gefahren hier drauf. So, kann man nichts machen. Moin und hallo aus Athen. Wir sind gestern hier schon angekommen. Gestern Nachmittag haben den Aufenthalt genutzt, um Wäsche zu waschen, endlich mal nach 3 Wochen. Wir stehen hier in einem Hafen, Marina. Da sind auch ein paar andere Camper. Es war nicht so richtig ruhig heute Nacht, weil da so obstruse Gestalten um unser Auto rumgeschlichen sind. Deswegen wollen wir, nee, nicht die. Deswegen wollen wir versuchen, heute Abend hier noch wieder wegzufahren. Aber jetzt versuchen wir erstmal die Akropolis vor die Linse zu kriegen. Mal schauen. Wie gut findest du Treppensteigen? Schwer auszudrücken. Schwer auszudrücken? So gut findest du das? Ja. Also, es war schön, die Akropolis zu sehen, wenn auch nur aus dem benachbarten Berg und aus der Luft, hoffentlich. Ich weiß noch nicht, ob die Drohnenaufnahmen was geworden sind, das habt ihr dann schon gesehen. Aber wir sitzen jetzt schon wieder im Auto, wir können hier nicht noch länger bleiben, es ist uns viel zu heiß, es ist uns viel zu voll. Die Stadt gefällt uns auch nicht so richtig gut. Jetzt sind wir auch nicht so die richtigen Stadtmenschen. Und weil wir auch noch Istanbul als große Stadt vor uns haben, haben wir jetzt gedacht, nee, wir fahren jetzt nochmal zurück zum Meer und kürzeste Route zu einem verlassenen Strand, den wir auf Park 4 Night gefunden haben. Wir sind also wieder raus. Tschüss. Tschüss. So, wir sind aus Athen raus und die alle heben hier an. Wir sind aus Athen raus und an diesem schönen, kleinen, entspannten Strand sehr viel besser als Großstadt.
Dina, meinst du, wir passen da durch? Nein. Aber unser Navi will, dass wir da durchfahren. Tja. Das wird nichts. So, nach 6 Stunden Autofahrt von Athen bis in den nördlichen Teil Griechenlands sind wir jetzt endlich an unserem Campingplatz angekommen. Das ist ein, wie nennt man das? Picknick, eine Picknick-Area für Besucher dieser Bergregion, in der wir gerade sind. Da unten kann man vielleicht ein bisschen die Stadt erkennen. Hier ist niemand, hier ist es mega ruhig, man hört ein paar Grillen zirpen. Und hier schlagen wir jetzt unser Nachtlager auf und schauen uns morgen nochmal im Hellen die Klöster an, für die die Gegend so bekannt ist. Hallo. Tapsi, 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 Tapsi. Hallo.
Gefällt dir das hier, Tina? Ja. So, das waren unsere letzten Tage in Griechenland. Wir haben noch ein paar schöne Strandtage in Kalkidiki verbracht, uns ein bisschen ausgeruht und sind jetzt schon auf dem Weg in die Türkei. Haben davor noch mal einen kleinen Abstecher gemacht zur antiken Stadt Philippi, die ihr auch gerade im Video sehen könnt. Und das nächste Video wird dann wahrscheinlich schon aus der Türkei sein. Vielen Dank fürs Zugucken.